Gerade eben ging es ja kurz. Ein bisschen. Und wir sind auf jeden Fall gerade dabei, die Bremse zu revidieren. Wo wir das Auto das erste Mal angemacht haben, hat es ja relativ stark geraucht. Und wie man hier sieht, ist das der Grund. Wo sind meine Zangen, Alter? Nichts korrigiert. Guck, warum bist du heute so voreilig und machst alles so schnell? Wir müssen noch ein bisschen filmen, was wir hier machen. Ich will fertig werden. Bello, was machst du hier? Aber Spritpumpe? Das ist sie. Die macht Geräusche. Tiet. Ja, dann kriegt er keinen Sprit. Will er keinen Sprit oder raucht er nicht für alle? Gerade eben ging es ja kurz. Ein bisschen. Hört sich nicht so an, als würde er auf 6 laufen. Was hast du auch? Dass deine Linkkappe ist. Meine was? Deine Lichtmaschine. Wieso? Weil die Batterie die ganze Zeit leuchtet. Entweder kommt der Rauch da hinten blau. Ja. Komplett. Ja. Dass halt erstmal das Öl verbrennen muss, weißt du mal. Auf allen Zylindern. Richtig zündet. Weil halt Öl drin ist. Was riecht so? Ist das Öl? Ja. Ist da so viel Öl drin? Ist das normal? Beim Roten war es halt so. Sprit kriegt er. Ja, aber sonst würde er gar nicht laufen. Aber jetzt hört sich schon besser an. Ha? So. Ja, aber läuft der überhaupt über alle Zylinder? Ich überlege gerade, wie wir das am besten testen können. Sollen wir mal die Zündung testen? Aber das kann man nur, wenn er läuft, gell? Wie meinst du Zündung testen? Ja, Zündung schauen, ob er richtig zündet. Das mit der Verteilerkappe. Mit der Zündung. Ja, aber nachher verstellt schon was. Das Problem ist, du kannst zum Beispiel du kannst jetzt zum Beispiel Zylinder 1 den Stecker rausziehen, eine alte Zündkerze drin und auf Masse heben. Gucken, ob Funke kommt. Und das bei allen 6. Das können wir machen. Da weißt du, ob Zündungen da ist oder nicht. Aber das kann sein, dass so viel Öl drin ist, deswegen das Ding nicht richtig zündet jetzt. Ich würde mal vielleicht nochmal laufen lassen.
Versuch Nummer 2. Auf jeden Fall läuft er. Aber die Batterie wird langsam leer, gell? Ja. Ich lasse laufen. Sollen wir den nicht runter machen vom Bild? Oder müssen wir noch irgendwas machen? Dann muss Bis jetzt nicht. Nee. Können wir schon den Trocken runter machen. Ich habe hier einen Tropfen gehabt, aber das war vom Saubermachen. Ja. Sonst läuft nichts. Also das sieht alles dicht aus. Ja, Kettendeckel sind nicht. Ja, ja, schon klar. Aber ich sehe hier nicht auf Anhieb, dass irgendwas laufen würde, weißt du? Bei dem Deckel, was haben wir? Und wie viel Spannung ist dann? Oh, blöd, das. 12 Volt. Ja, jetzt guck mal, wenn ich Auto laufen lasse. Halt mal. Da muss das um die 14 kommen. 12,2. Da kannst du gleich noch einen Riemen drauf machen. Bello, Auto läuft. Aber verbrennt, glaube ich, Öl. Oder war Öl im Auspuff die ganze Zeit und jetzt verbrennt es, weil es warm wird. Anfangs Schwierigkeiten ein bisschen beim Starten. Drehzahl ist ein bisschen hoch, aber keine Ahnung. Was sagst du? Was ist heute passiert? Auf jeden Fall ist keine Keramik drauf gekommen, oder? Ja, weil du musst davor Trockeneis machen. Ah, und dann Keramik. Ja, erst Trockeneis und dann Keramik. Egal wo. Und dann Keramik in Auspuff, damit alle denken, oh, hier, Dings, wird Öl verbrannt, oder? Nee, Ja. danach wird sie nicht mehr verbrannt, weil du ja dann Keramik Ah ja, stimmt, ja. das für Keramik hat Ja. dann. Deswegen. Ja, auf jeden Fall, wir haben den einen Endtopf schon mal runtergemacht, weil beim letzten Mal, wo wir das Auto das erste Mal angemacht haben, hat es ja relativ stark geraucht. Und wie man hier sieht, ist das der Grund. Also die Krümmer sind halt vollgelaufen mit Öl. Und das ist dann alles heiß geworden und das hat dann halt eben gebrannt, beziehungsweise ist verdampft. Und ja, wir lassen den gleich mal laufen ohne die Krümmer und schauen, ob immer noch blauer Rauch kommt. Wenn nicht, dann machen wir die Krümmer sauber und schrauben die wieder dran. Dann passt es soweit. Ich sag heute gar nichts, weil ich habe gar keinen Bock mehr zu reden. Okay. Und Aber wenn die Kolben fest sind, kann man die auch so rausmachen. ja, man muss einfach nur ein Loch reinbohren, ein Gewinde in den Kolben innen rein und dann eine Schraube rein und dann drehen die sich raus. Weil die waren so festgegammelt, dass man die in keinster Weise rausziehen konnte. Aber Marco hat sich was überlegt, der Mechaniker, und jetzt hat es rausgekriegt. Und wir sind auf jeden Fall gerade dabei, die Bremse zu revidieren. Hinten kommen neue Scheiben drauf und neue Beläge sowie neue, wie heißen die? Kolben für die Satteln. Ja. Und gibt es da noch so Manschetten dazu? Ja, oder? Ja. Ja, neue Manschetten. Ja. Hast du gesehen? Einer hat gesagt, man soll Hör auf zu filmen. die Kolben, nicht die Kolben, sondern die Stehbolzen kontrollieren, indem man im Bus reinmacht und mit 15 Newtonmeter bis 20 Newtonmeter Drehmoment sie fest oder aufzieht. Ja, wenn die abreißen, Und wenn die abreißen, sind die abgebrochen. Ja. Das gucken wir nach einem Jahr, wenn wir das Ding gefahren haben. Ja. Marco, warum bist du heute so voreilig und machst alles so schnell? Wir müssen noch ein bisschen filmen, was wir hier machen. Ich will fertig werden. Also Bremsschläuche rechts werden jetzt gelöst. Links wurde schon neu verbaut. Bremsscheibe ist auch schon drin. Der Bremssattel wurde mittlerweile auch schon auseinandergebaut. Hier sind die neuen Kolben und Dichtungen. Wo ist der Bremssattel? Ach so, im Ultraschall, alles klar. Gleich geht's weiter. So wie zu sehen ist die Bremse neu, revidiert. Bremsscheiben, Bremsbeläge, neue Bremskolben, alles frisch.
Markus am Trinken. Hier sind wir gerade dabei, alles fertig zu machen. Hier auch wie auf der rechten Seite alles neu. Und als nächstes werden wir dann wahrscheinlich die Antriebswellen erneuern, weil an dem, also getriebeseitig ist am Gelenk die Manschette weg. Da machen wir das komplette Gelenk neu und die Manschette. Und radseitig machen wir neue Manschetten hin, weil da sind die Gelenke in Ordnung. Rechts und links gleiches Bild. Da müssen wir vorne die Mutter lösen an der Radnabe. Und hinten, wie kriegen wir das hinten eigentlich raus, Marco? Also getriebeseitig? Wegschrauben. Die Schrauben wegschrauben. Ah, okay, alles klar. Ja gut, dann machen wir das mal. Und Marco, wie geht die Bremse vorne auf? Wie gehen die Schrauben vorne auf? Geht oder? Die gehen super auf. Nichts verrostet, nichts marode, Wo sind meine Zangen, Alter? nichts korrodiert. Wo sind seine Zangen? Das ist die große Frage, ja. Guck mal unten vielleicht. Zwei. Kevin. Das ist schon mal eine. Was fehlt noch? Noch ein. Das ist so eine Wasserpumpe. Da liegt sie doch hinten. Und guck mal, wo dein Gummihammer ist. Was machst du da? Marco. Hey. Ja, auf jeden Fall, hier geht's weiter. Wir haben jetzt doch mit der Vorderachse weitergemacht, weil Marco der Meinung ist, dass die Antriebswellen ein bisschen größeres Geschäft ist. Deswegen haben wir jetzt mal einfach dann mit der Vorderachse weitergemacht. Zerstörten Werkzeug und einer Revision der Bremse schmieren wir jetzt schön die Radlage mit Fett ein. Immer schmieren, oder? Wer gut schmiert, der fährt gut. Hier sind die Verschlussgeschichten. Soll ich das drauf machen? Nee, warte. Tschüss, auch einfetten. Ja. Marco. Wo gibst du das mir auch hin? Jetzt ist es dreckig. Das ist komplett voll. Ja komm, lass mich machen, ich habe neu. Sag mir, was du Ich machst. muss so reinstellen. Andersrum. Zeig mal. Dreh mal um. Richtig rum, Kollege. Vertrau mir doch einfach. Was? Das Schweingewinde. Ja. Was noch? Hör auf so aggressiv zu sein, Marco. Ich bin ja aggressiv. Doch, du hast das Werkzeug schon kaputt gemacht heute. Du bist aggressiv. Wir machen immer Dinger, unprofessionelle Handgriffe. Ja, deswegen, ja. Stimmt. Deswegen. Weil der andere hätte es jetzt andersrum gedreht. Ah ja. Weißt du, der Dummkopf. Zeig mal deine Hände. Hier, Alter, hier. Hier. Warte mal, zieh mal meinen Handschuh auf. Ja. Warte, wie ich mach. Nicht meine Haare, Alter. Da wieder unprofessionelle Handgriffe. Ich brauche erstmal Ding. Neue. Neue Handschuhe und dann Werkzeug. Okay. Aber sieht auf jeden Fall schon mal gut aus hier, die Seite. Lecker. Wie machst du das jetzt? Noch Gefühl. Siehst du die Scheibe dahin, was sich bewegt? Ja.
Ja, sie hat sich. Ja, da. Siehst du? Mhm, so muss sein. Die muss sich ein bisschen bewegen, ja. Aber wenn jemand anders was hat. Was habe ich gesagt? Wenn jemand eine professionellere Lösung hat, kann er uns gerne in die Kommentare schreiben, wie man das macht. Aber es sieht gut aus. Bewegt sich immer noch. Ja. Ja, Bello, wie viel muss ich jetzt bewegen können? Ja, schwer. Ganz schwer. Ja, es ist schon ein bisschen Dann schwer. auch einen Reifen draufstecken und gucken, ob es wackelt. Ich nochmal die Kontrolle da. Ja, Und halt das finde ich schön. Mach halt noch ein Stück. Es bewegt sich noch ein bisschen arg, oder? Also nur mal Ja. ganz kurz, Radmuttern, gell, 130 Newton, Kilo. Was? Newtonmeter. Ja. Kilonewton, oder? Das Nee, ist ein bisschen Bello. schwer. Immer noch nicht, oder? Nee, ich würde so lassen. Ja. Ja, komm da. Wie fest? Sieht gut aus. Nein. Das sah schon vorhin gut aus. Aber jetzt sieht es besser aus. Aber es ist auf jeden Fall ungefähr da, wo wir es aufgemacht haben. Kann gar nicht sein. Doch? Wie? Hast du gesehen vorher, was? Mhm. Moment, ich will nochmal gucken. Ja. Ja, hol's raus, die Teile. Okay, warte. Guck, ob es sauber ist oder nicht, machst du nochmal an. Das geht halt normal. Bisschen schwer, ja, normal halt. Das ist gerade aufgehen. Hä? Ich glaube, das kann aufgehen. Man steckt da einen Schraubenzieher rein und kann das dann so drehen. Hier meinst du? Du musst schon schauen, sie Den rein. Imbusschluss. Achso, dann so drehen meinst Das du? drehen, genau den. Ja, zieh doch mal an. Oder lass mal so und mach mal das Rad trotzdem. Ja, genau. Und dann kannst du gucken, was wackelt. Ja. Das ist nochmal die Gegenkontrolle. Hier steht kein Thema, Marco, für diese kleine Schraube. Was machst du jetzt? Ja, jetzt Rad drauf und dann gucken, ob es wackelt oder nicht. Also, wir sorgen jetzt kurz für einen professionellen Untergrund. Du filmst, du Kollege? Achso. Du bist ein Lachloli, Alter. So. Gut, die ganzen Werkzeuge, was wir nicht mehr brauchen. Schau mal, alle ist auf einfach den Wagen. von alleine reingerutscht. Ja, ist doch gut, hat Vater gut geschliffen. Ja. Ist nicht so viel Spiel. Da ist keine Dichtung drin, Kollege. Ja. Hast du auch eine Dichtung reingemacht? Ja, klar. Bist du sicher? Ja, guck doch. Siehst du irgendwo eine Dichtung? Bei dir weiß man nie, Du Alter. musst immer prüfen, ja, ob der Kolben reingeht oder nicht. Ja? Bevor du eine Dichtung reinmachst. Okay? Kollege, mach das Ding jetzt Und zusammen. danach machst du eine Dichtung rein. Lackier die scheiß Sättel. So sieht's aus. Freddo, was machst du da? Versuch die Dichtung runterzuziehen. Professionelle Handgriffe, oder? Ja, du, manchmal ist auch Pushen angesagt. Echt jetzt? Ja. Kollege, nimm den Seitenschneider. Ja, das hebel mal so runter. Dann machst du die Winde kaputt. Das schweißt man nachher auch mit einem neuen Schweißgerät. Und warum fest. es nicht kaputt geht, weil das eine Aluscheibe ist. Opa. Opa. Was ist hier passiert heute? Das Ding schaut mal wieder zusammen. Oder, Vater? Ja. Sieht gut aus. Nee, kein Spielchen. Hier schau alles wieder wie neu. So, hier kommen die Manschetten jetzt drauf, die neuen. Kolben sind schon drin. Trick von mir gelernt, gell? Gell? Ich habe zugehört, weißt du? Jetzt in meinem Leben. einmal hast du zugehört, Alter. Einmal in meinem Leben habe ich Junge, zugehört. Junge, Alter. Okay, wie sieht's aus? Mittlerweile wieder gut. Also nach gestern haben wir ein bisschen wieder Gas gegeben. Und vorne schon mal die Bremse zusammengebaut. Vorne. Das Einzige, was noch fehlt, sind ein paar Kleinigkeiten. So ein Distanzlink fehlt noch vom Fahrwerk, beziehungsweise von der Achsaufnahme, gell? Radlager. Hinten. Radlage hinten. Deswegen konnten wir vorne
Professionelle Handgriffe wieder. Nee, das geht nicht, so wie du das gesagt hast. Geht nicht. Egal. Mach das hier. Ja. Auf jeden Fall warten wir wieder auf die nächsten Einzelteile. Wir haben ein neues Fahrwerk bestellt. Dann für die Schwerter haben wir neue Gummis bestellt. Für die Stabis neue Gummis. Was haben wir noch bestellt? Ja, die Antriebswellengelenke, das habe ich ja gestern schon erzählt. Das kommt auch noch neu. Was kommt noch ein, Marco? Keine Ahnung. Jetzt kommt auf jeden Fall mal erstmal wieder der Auspuff dran, weil da war relativ viel Öl drin, den mussten wir wegbauen und haben gleich alle Lichtungen neu gekauft. Machen die jetzt dran und dann schauen wir mal, wie das Ding läuft. Bello, was machst du hier? Dann lassen wir ihn auf jeden Fall mal ein paar Minuten laufen, weil letztes Mal konnten wir nicht, weil war der Auspuff voller Öl und wir hatten Angst, dass uns das Öl anfängt zu brennen. Dass das Öl anfängt zu brennen, hatten wir Angst. Und, ja, jetzt lassen wir ihn mal auf jeden Fall draußen ein paar Minuten laufen. 10, 15 Minuten. Und schauen uns das mal an, wie das läuft. Bello, was machst du da? Tuschen oder was? Das ist ein Graben. Sind das die Stehbolzen, die 1000 Euro kosten? Das sind die Stehbolzen aus 1200 oder was? So sieht's aus. Die Dinger. Muss hinten höher können. Ja, man klemmt den. Alles fertig geschraubt. Jetzt machen wir den nochmal an. Mal gucken, ob er abbraucht oder nicht. Gucken uns an, ob das Ding jetzt nochmal so stark braucht, wie er braucht oder nicht. Fahr gleich raus. Fahr nur geradeaus. Fahr zurück. Gut, gut. Lass stehen. Der Wasser. Die besten Tipps von Paul Immer auf für jeden Fall. Ausbesserungen. An einer nicht sichtbaren Stelle probieren, oder? Ja. Man muss immer die nicht sichtbare Stelle auswählen, erstmal ein bisschen probieren. Ja, weil wenn es scheiße wird, weißt du nicht, dass man das dann gleich genau, sieht. dann sieht man das nicht gleich. Ganz wichtig, vorher mit Lackmessgerät nicht. Mit Lackmessgerät Nicht messen. erstmal messen und dann, ja, ganz wichtig. Es kommt schon ein bisschen was, aber das ist nicht das. Sieh mal, Leute.
Also, das Ende von der Geschichte war, der Cut ist mit Flüssigkeit voll. Also wir gehen stark davon aus, dass jetzt, da mein Dad den Cut halt sauber gemacht hat, noch irgendwelche Reste vom Öl drin sind und ja, Wasser eben. Und deswegen hat es halt so geraucht. Wir haben den Cut abgebaut und wie ihr gerade schon gesehen habt, kam aus der rechten und aus der linken Bank kein Rauch, sondern einfach nur Abgase. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, ob wir halt einen neuen Cut kaufen oder halt einen Ersatzrohr reinmachen. Weil die hatten ja original eigentlich keinen Cut von dem Baujahr, das war nur in Amerika so. Und dann, ja, schauen wir weiter. Auf jeden Fall war das schon mal ein Erfolg. Also wir dachten, dass entweder Ventilschaftdichtungen kaputt sind oder halt ein Kolbenring gebrochen ist. Aber das ist halt Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Ja, jetzt haben wir noch hier, ich würde zeigen, wieder Teile bekommen. Vorne den Distanzring, der gefehlt hat, macht Marco jetzt rein, beziehungsweise hat schon reingemacht, baut die Bremse zusammen. Dann hier noch so Kleinigkeiten habe ich bestellt, weil die Schalter für die Fensterheber waren defekt. Dann für die Stabis neue Gummis, neue Dämpfer haben wir bestellt, neue Koppelstangen komplett, wird auf Turbo umgebaut, Koppelstangen sage ich, Lenkgestänge wird auf Turbo umgebaut, Koppelstangen haben wir auch neue bestellt für hinten, für die Schwerter, die Gummis auch neu und natürlich für vorne bzw. für hinten bei den Stabis die Gummis neu. Ja, das werden so die nächsten Schritte sein. Aber fürs Erste sind wir schon mal glücklich, dass das Auto kein Öl verbrennt, sondern alles normal läuft. Und ja, das ist so aktuell der Stand. Und ich glaube, das ist so fürs dritte Video jetzt genug Material. Und danach werden wir halt anfangen, das Auto ein bisschen aufzubereiten. Fürs vierte Video, ja, tatsächlich. Alter, schon 4 Videos. Zeit läuft. Auf jeden Fall sieht es gut aus und ja, bis zum nächsten Video.